diesen Staubsauger auseinander. Es ist ein Vorwerk Kobold 121. Zunächst öffne ich hier den Beutelhalter und hier habe ich den Beutel schon mal rausgenommen. Das heißt, das Fach ist leer. Zum Öffnen entferne ich zunächst diese beiden Kreuzschlitzschrauben. Hier ist die eine und hier die andere. Jetzt entnehme ich diesen Griff hier. Außerdem nehme ich die Elektrobürste ab und lege sie erstmal beiseite. Jetzt versuche ich das Gehäuse aufzumachen. Dazu verwende ich einen Schraubenzieher, um das Gehäuse vorsichtig auseinander zu bekommen. Hier sind Widerhaken und daher die Widerhaken kann man mit einem Schlitzschraubenzieher etwas zurückhalten und dann das Gehäuse leichter öffnen. Jetzt entferne ich noch diese weiße Verkleidung. Auch da gibt es Widerhaken, die man mit einem Schraubenzieher leicht öffnen kann sozusagen. Jetzt geht es darum, das Gehäuse zu öffnen. Hier befinden sich Widerhaken, die ich auch vorsichtig mit einem Schraubenzieher zurückdrücke und dann mit einem zweiten Schraubenzieher das Gehäuse etwas öffne, sodass der Widerhaken nicht wieder einrasten kann. Und so arbeite ich mich einmal rundherum. Hier vorne sind die Widerhaken etwas anders, aber auch das ist leicht zu öffnen. Nun kann man hier den Motor und entsprechende Bauteile sehen. Hier befinden sich die elektronischen Bauteile, die ich nun vom Gehäuse löse. Einmal hier diese Schaltereinheit und dann noch die Anzeige für den Füllstand des Beutels. Jetzt ziehe ich den Motor etwas heraus, nicht ganz, aber so, dass ich an die Schrauben herankomme, um den Schalldämpfer abzunehmen. Diese beiden Schrauben werde ich jetzt auch lösen. Dieser Vakuumschlauch hier vom Schalldämpfer wird auch abgenommen und dann kann ich den Schalldämpfer einfach abziehen. Dieser kann von innen sehr verschmutzt sein und ich werde ihn nun säubern mit Hilfe eines anderen Saugers oder auch mit Druckluft ist dies möglich. Wie man sieht, sieht er wieder relativ sauber aus. Man kann nun hier einmal in den Motor hineingucken, ob noch weiterer Schmutz vorhanden ist. In diesem Fall ist sonst das Gerät von innen sauber und ich baue es einfach wieder zusammen. Setze die Schrauben vorsichtig wieder ein. Und schiebe den Schlauch wieder in die Halterung. Den Schlauch nicht vergessen wieder aufzusetzen. Vorne gesehen. Ah, genau.
Diese Gummipuffer seitlich sollten auch wieder richtig sitzen, bevor man das Gerät wieder schließt. Und dann geht es darum, die Clips wieder richtig einzuführen. Und dann alles wieder mit etwas Druck verschließen, sodass die Clips einrasten. Die Verkleidung einfach wieder aufschieben. Hier kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, sie wieder einrasten zu lassen. Daher verwende ich wieder den Schraubenzieher. So, jetzt ist alles wieder ganz draufgeschoben. Nun baue ich den Beutelsack wieder an die Motoreinheit. Sie muss überall gut eingerastet sein, damit ich dann die 2 Schrauben wieder einsetzen kann. Ich setze außerdem eine neue Filtertüte ein. Das ist eigentlich relativ einfach und selbsterklärend. Nur darauf achten, dass die Tüte richtig sitzt und dann die Klappe wieder aufdrücken. Einrasten und fertig. Nun kann das Ganze zugeklappt werden. Jetzt wollte ich mich noch kurz um diese Elektrobürste kümmern. Die öffnet man einfach hier vorne dieses weiße Cover. Dann drehe ich das Gerät um und entnehme zunächst die Bürsten. Erst die eine Seite und dann die andere. Nun schaue ich nach, ob sich auf der Welle Schmutz bzw. Haare in diesem Fall befinden und entferne diese. Auch auf der Bürste hat sich einiges verfangen, was ich nun entferne. Beim Wiedereinsetzen ist auf die Färbung zu achten. Es gibt einmal links und rechts weiß und rot und ich setze die richtigen Bürsten an der richtigen Seite wieder ein. Die Bürsten einfach aufschieben und etwas drehen, bis sie auf der Welle einrasten. Dann kann die Abdeckung wieder aufgeklappt und eingerastet werden. Jetzt den Staubsauger wieder auf die Elektrobürste stecken.